Für welches Obst würdest du dich entscheiden? Oder würdest du diesen Kaffee trinken? Was dein Gehirn für eine solche Situation nutzt, sind kognitive Shortcuts. Weil es ständig mehr Informationen aufnimmt, als es bewältigen kann, ist das Gehirn auf diese Abkürzungen angewiesen. So schaffst du es, in nicht mal einem Augenblick unzählige Entscheidungen zu treffen. Kognitive Shortcuts sind also Urteile, die wir treffen, bevor wir über sie nachdenken können. Vorurteile. Wenn diese Vorurteile die Wahrnehmung verzerren und dabei wiederkehrende Muster auftreten, sprechen wir von Bias. Wäre sie eine kompetente Führungsperson? Wie stark verknüpfst du die folgenden Begriffe mit Männern und Frauen? Wärst du überrascht, wenn ich dir sage, dass dein Ergebnis laut dem Implicit Association Test wohl eher so aussehen wird? Dieser Test der Harvard University misst anhand von Reaktionszeiten, wie sehr man bekannte Vorurteile mit bestimmten Gruppen verbindet. Jede und jeder von uns unterliegt mehreren Bias. So auch dem Gender Bias. Dieser macht sich an unzähligen Punkten unseres Alltags bemerkbar. Unbewusst. Angefangen mit unserer Sprache und Formulierungen. Wusstest du, dass Frauen messbar öfter unterbrochen werden als Männer? Selbst von anderen Frauen. Und schon in der Schule werden Mädchen bei guten Ergebnissen als besonders fleißig und engagiert bezeichnet, Jungen hingegen als talentiert und technisch begabt. Jungen und Männern wird also oft ein natürliches Potenzial unterstellt. Mädchen und Frauen müssen ihre Kompetenz hingegen erst unter Beweis stellen. Und das immer wieder. Dieses Muster wird als Prove-it-again-Bias bezeichnet. Daher werden Frauen auch trotz höherer Leistungsbewertung seltener befördert. Neben dem Gender Bias unterliegen wir mindestens 180 weiteren kognitiven Bias. Und sie treten fast nie einzeln auf. Auf eine Frau mit Migrationsgeschichte treffen bereits mindestens 2 Bias zu. Sie wirken einerseits gleichzeitig, sie verstärken sich aber auch und überschneiden sich. So schaffen sie sogar neue, zusätzliche Formen der Benachteiligung. Hier spricht man von Intersektionalität. Bias ist keine individuelle Schuld, sondern ein gesellschaftliches Phänomen. Ein inklusives Umfeld entsteht nicht von allein. Es braucht unsere aktive Mitgestaltung. Achte zum Beispiel darauf, dass jede Person gleichermaßen zu Wort kommt und frage gezielt nach unterschiedlichen Meinungen. Sprich an, wenn dir stereotype Verhaltensmuster auffallen und lenke den Fokus zurück aufs Wesentliche. Hinterfrage deine Annahmen auch bei alltäglichen Situationen. Wie reagierst du, wenn du eine E-Mail von einer Person mit asiatischem Namen erhältst? Und achtest du auf eine geschlechtergerechte oder neutrale Ansprache? Triff Einstellungsentscheidungen in Bewerbungsverfahren nach vorab festgelegten Kriterien und räume dir die nötige Zeit für den Prozess ein. Denn wenn Entscheidungen unter Druck oder nach einem Bauchgefühl getroffen werden, schleichen sich schnell Bias ein. Unterlagen der TU Berlin helfen dir, Bewerbungsgespräche zu strukturieren und eine objektive Auswahlentscheidung zu treffen. Außerdem bieten wir Infos und Trainings zum Unconscious Bias an, die dich zusätzlich für Verzerrungseffekte und Perspektivenvielfalt sensibilisieren. Zusammen können wir Bias an der TU Berlin aufdecken und Chancengleichheit gewährleisten. Bye bye Bias.